Plan ist einfach aus einem 50er Jahre Oldtimer mit 50er Jahre Technik ein alltagstaugliches Fahrzeug zu machen, mit dem man sich traut, in Biergarten zu fahren, ohne dass man Angst hat, abends im Dunkeln vielleicht kein Licht mehr zu haben bei der Heimfahrt. Und ob man überhaupt heimkommt, ist auch immer so eine Frage vielleicht. Für den Alltagsverkehr von heute schnell genug zu sein auch und mit einem vernünftigen Fahrwerk halt auch einen größeren Fahrspaß zu haben, weil auf der alten, ausgejuckelten Luftpumpe, die halt jetzt einfach 60 Jahre auch seinen Dienst gemacht hat, mitzufahren, ist ja nicht so schön. Und es gibt ja vernünftige Produkte. Step 1 wäre jetzt einfach mal zu sagen, hey, vernünftige Stoßdämpfer in den Roller rein. So schaut das Teil von 1900 irgendwas um 50 aus. Hat einfach seinen Dienst erfüllt, ist jetzt auch gut, kann in Rente. Genau, fahrwerksmäßig verbauen wir ein SIP-Fahrwerk. Zeitgemäßer Stoßdämpfer mit im hinteren Stoßdämpferzug Druckstufe einstellbar, Federvorspannung schön justierbar und eben auch vorne ein vernünftiger Stoßdämpfer drin. Ich finde, der passt sich halt optisch auch schön ein. Klar sieht man jetzt ein bisschen Technik, aber so in so dezenten Rahmen finde ich, dass das Fahrzeug als Gesamtkunstwerk eigentlich nicht leidet drunter. Step 2 ist eine vernünftige Bereifung auf den Roller. Die Reifen hier waren bestimmt 15 Jahre alt, sind total spröde, nicht mehr sicher. So, wir machen es uns ein bisschen einfach. Wir bieten ja die Reifen bereits auf der Schlauchlosfelge montiert an. Ja, sparen wir uns das ganze Aufgeziehe. Einfach hinschreiben. Als Zylinder kommt ein 160er Pinasco zum Einsatz, ein Aluminiumzylinder mit einer Langquelle. Und dann kommt ein anderer Vergaser drauf, ein ZipRoad-Auspuff. Und dann hoffen wir sowas auf ungefähr 12 PS. Das ist jetzt das Serie Pro Vergaser-Kit für die Lampe unten, bestehend eben hier aus diesem Polini-Vergaser und einem vernünftigen, vorabgestimmten Düsenbestückung, die uns der Stoffi mal zusammengestellt hat. Im Prinzip Plug and Play zu dem Pinasco-Zylinder und dem ganzen Motor-Setup kommt der Vergaser einfach drauf, Gemischschraube einstellen und das sollte eigentlich vernünftig funktionieren. In Sachen Zündung gibt es von Pinasco die Flytec-Zündung für das Fahrzeug. Es gibt natürlich auch eine Parmakit oder eine Vespatronic. Die Flytec schaut vielleicht noch ein bisschen beim alten Fahrzeug originaler aus. Hier, da sieht man einfach graues Lüfterrad. Wenn das hinter der Lüfterradabdeckung läuft, ist optisch, glaube ich, nicht allzu viel zu erkennen. Elektronikzentrale. Also die hat halt 12 Volt statt 6, das heißt, es gibt ein besseres Licht. Dann hat die ein bisschen stabileren Zündfunken, ist wartungsfrei. Und hat auch noch einen Spannungsregler dabei. Also das ist alles ein bisschen auf den modernen Stand gebracht. Und die Zündung hat auch noch eine leichte Verstellung. Das heißt, die macht ein bisschen im Zweifel eine etwas schönere Drehmomentkurve. Genau. Und hat auch noch ein leichteres Schwungrad. Das heißt, das bringt auch noch mal ein bisschen Leistung und ein bisschen besseres Ansprechverhalten. Ein bisschen schöneres Hochdrehverhalten. So, kurbelwellenmäßig verbauen wir das hier. Zeitgemäße Kurbelwelle. Einen vernünftigen Bläulager im Gegensatz zur originalen Buchse. Ja, Dichtung gibt es hier diesen Aramidfaserdichtsatz auch dafür, damit der alte Motor einfach auch nochmal einigermaßen dicht wird. Mehr Motorleistung muss verzögert werden. Wir haben uns jetzt mal für die Malossi-Bremsbacken entschieden, die eine super Verzögerung bieten. Und vorne bauen wir die Bremstrommel vom Pinasco ein. Ja, ist einfach ein Ersatz für das alte Teil mit Kühlrippen. Optisch soll gar nicht so viel passieren. Eigentlich soll das Fahrzeug ausschauen, wie es ist. Die Technik sieht man zum Teil. Ja. Okay. Das ist halt so der Klassiker, wenn man an die Technik rangeht. Aber da gibt es eine Lösung dafür. Und da gibt es auch eine Lösung dafür, die dann direkt eben auch auf die elektronische Zündung drauf passt. Und die funktioniert einfach vernünftig, in Österreich hergestellt. Da passt jedes Kabel von der Länge ganz genau. Es gibt einen vernünftigen Schaltplan dafür.